Es ist wieder Zeit für eine neue Episode. Diesmal geht's in den Anti-Atlas, ein Ortsgebirge mit lässigen Schotterpisten. Bevor es aber jetzt in den Anti-Atlas geht, entscheide ich mich kurzfristig noch, eine zusätzliche Schleife einzulegen und ein paar klassische Touristenrouten abzuklappern. Von Forum Zgid fahre ich Richtung Zagora. Da finde ich gleich am Ortseingang das bekannte 52 Tage nach Timbuktu-Schild. 52 Tage haben die Kamelkarawanen von Zagora am nördlichen Ende der Sahara bis ans südliche Ende nach Timbuktu in Mali benötigt. Das ist schon ein breiter Weg mit so einem Kamel. Mein Plan aber ist jetzt ein paar Touristenziele zu besuchen und dann durch den wilden Anti-Atlas bis nach Tafraout zu fahren. Da habe ich mir wieder ein paar abenteuerliche Routen ausgesucht. Aber jetzt zurück nach Zagora. Die Einwohner da leben hauptsächlich vom Anbau von Kräuter und Gemüse und vom Wüstentourismus, also so Wüstensafaris zum Beispiel. Entsprechend gibt es da unzählige Kräuterhändler, aber auch Offroad-Werkstätten. In der Iriki-Garage in Zagora war, glaube ich, schon jeder Motorradfahrer, der da irgendwo im Umkreis unterwegs war. Ich fahre aber dann weiter ins Dratal. Das ist ein fruchtbares Tal im Süden Marokkos mit eben bekannten Oasen wie Sagora, Ouarzazate und Ait Ben Haddou. Auf das Dratal habe ich mich schon extrem gefreut, weil das sind da so Oasen mit riesigen Dattelpalmenplantagen sein. Aber alles sind nur so braune, tote Palmen und leider überhaupt kein fruchtbares Grün. Ich rede mit den Einheimischen und die erzählen mir, dass seit 8 Jahren Dürre herrscht und der Fluss seit 2 Jahren quasi komplett austrocknet ist. In den letzten 10 Jahren sind 2/3 der Oasen in Marokko einfach verschwunden. Und die Dürreperioden hat es natürlich immer gegeben, aber in so Zyklen und einfach nie so lang. Weiter geht's nach Ouarzazate. Das ist die Filmhauptstadt von Marokko. Da werden Filme wie Gladiator, Game of Thrones, Die Mumie oder Lawrence von Arabien gedreht. Ich schaue mir so ein Filmmuseum an, aber es ist eigentlich nichts Besonderes. Allerdings sehe ich was anderes, wie ich bei der Stadt vorbeigefahren bin. Ein riesiger heller Turm. Da auf dem Foto sieht man ganz hinten rechts im Bild so ein helles Leuchten. Und ich wundere mich, was das nachher ist. Daheim recherchiere ich dann und finde raus, da steht das größte Solarkraftwerk der Welt. Und durch ein ausgeklügeltes System produziert die Anlage sogar Strom in der Nacht. Ein bisschen nördlich davon ist die Stadt Ait Ben Haddou. Seit 1987 ist der Stadtkern UNESCO-Weltkulturerbe und auch eine Filmkulisse für eben die Filme, wo ich vorher so gesagt habe. Und zum Abschluss der Runde fahre ich noch nach Tasnacht. Das ist die Teppichhauptstadt Marokkos. Zuerst sehe ich noch das Rohmaterial, da ich die Berge umstehe, und dann schaue ich mir die fertigen Teppiche an. Ich besuche dann einen Teppichhändler, der Teppiche von den örtlichen Berberfrauen verkauft. Bis zu 4 Monate wird so ein Teppich gearbeitet und jeder ist individuell daheim in die Hütten gefertigt. Die Farben sind so aus natürlichen Materialien und die Muster beschreiben immer irgendeine Geschichte. Ich kaufe zwar keinen Teppich, auch wenn er mir versichert, dass er den perfekten Teppich hat, den ich vor mein Motorrad legen kann und dann zum Auf- und zum Absteigen gut nutzen kann. Aber ich lasse einfach eine Spende da für die Organisation, die die Teppichknüpferinnen unterstützt. Nach der gestrigen Sightseeing-Runde zieht es mir jetzt wieder in die Wildnis. Eine Querung des Anti-Atlas steht am Programm. Mehrere Pässe und Schluchten sollten es werden und das Ganze natürlich nicht zu leicht. Geschlafen habe ich nicht so gut, weil Tasnacht ist nicht nur die Teppichhauptstadt, sondern offensichtlich auch der Treffpunkt für die ganzen Hunde aus der Umgebung. Und die haben sich gedacht, hey, ein Tourist, lass uns einmal die ganze Nacht ein bisschen bellen. Egal, es geht gleich los in der Früh durch zerklüftete Schluchten und über enge Bergstraßen nach oben. Landschaftlicher Höhepunkt heute war auf jeden Fall der Blick über die Isil-Ebene Richtung Norden. Ich war tatsächlich einmal kurz baff. Es ist ein Wahnsinn, dieser Ausblick. Du fühlst dich voll so in die Steinzeit zurückversetzt und wartest eigentlich jeden Moment drauf, dass ein Mammut oder ein Dinosaurier da durch die Landschaft wandert. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht meine Leopardenfell-Legging dabei habe. Die hat ja echt gut hinpasst. Auf der anderen Seite vom Pass
geht es extrem rustikal weiter. 50 Kilometer geht es über kopfgroße, spitze, lockere Steine. Da muss ich jetzt echt mein Trail können auspacken. So geschwitzt habe ich auch schon lange nicht mehr. Rechts der Felsen, links der Abgrund, Fehler kannst du da nicht überlaufen. Seit Stunden habe ich auch keine Menschenseele mehr gesehen. Ein Sturz in die spitzen Steine endet da auf jeden Fall mit einer Verletzung. Also das kann man sich sicher sein. Die Steine schlagen von unten gegen einen Motorschutz, dass es nur so schön wird. Und mir stellt sich jetzt mal die Haare auf. Gott sei Dank habe ich so einen fetten 4 mm Aluschutz verbaut und das hält schon ganz gut stand. Trotzdem ist natürlich die Gefahr, dass da irgendwo eine Kupplungsdecke oder Getriebedecke durchschlägt oder halt, wenn es stürzt, dass da eben irgendwas kaputt geht und du Öl verlierst und liegen bleibst. Dann kannst du zu Fuß heimhatschen. Und für alle, die überlegen, die Routen nachzufahren, kleiner Tipp, auf keinen Fall die Ming-Vasensammlung von daheim mitnehmen. Das geht wahrscheinlich kaputt. Ich hoffe ununterbrochen, dass wir die Steine nicht die Reifen aufschlitzen. Ja, dann hast du echt ein Problem. Die Reifen haben an dem Tag wirklich extrem gelitten. Fahrerisch war es aber einer von den besten Tagen bisher. Landschaftlich definitiv unter die Top 3. Der zweite Tag im Anti-Atlas wird dann tatsächlich nur besser. Ich habe mir so alte Eselskarrenpfade durch 2 Schluchten ausgesucht, habe aber schon ein bisschen Sorgen, ob der Reifen nach dem gestrigen Tag nur mal sowas wie gestern überlebt. Aber was soll's? Ja, ich fahre weiter, getreu nach meinem Motto, was soll schon passieren. Die Landschaft da ist echt ein Wahnsinn und unbeschreiblich. Man wünscht sich, man hätte hinten und seitlich auch noch zusätzlich Augen. Der Anti-Atlas ist so das älteste Gebirge Marokkos. Er hat mit dem eigentlichen Atlas eigentlich von der Entstehung her wenig zu tun. Der hohe und mittlere Atlas ist 50 Millionen Jahre alt, die Alpen im Vergleich dazu 25 Millionen Jahre. Der Anti-Atlas aber schon 570 Millionen Jahre. Zu der Zeit, wo die Landschaft entstanden ist, hat es Europa als Kontinent noch gar nicht gegeben. Schon irgendwie ein geiles Gefühl, wenn man das alles so weiß und wenn es da Mutterseelen allein durch die Gegend gondelst. Auf die Eindrücke möchte ich euch jetzt kurz mit ein bisschen Musik mitnehmen. Trotzdem gibt es auch da immer wieder kleine Oasen und Siedlungen, die versteckt in die Berg liegen. Man fragt sich echt, wie die Leute da überleben. Aber irgendwo gibt es immer wieder Grundwasser und Brunnen. Das Grundwasser ist da ca. 8 bis 14 Meter tief im Boden, aber sinkt leider von Jahr zu Jahr. Die Brunnen sind zum Teil mit Keramikfliesen wunderschön verziert.
Und das Wasser habe ich eigentlich immer getrunken und war richtig gut. Egal in welcher Ortschaft man ist und auch wenn wegen dem Ramadan fast niemand untertags unterwegs ist, Kinder sausen immer irgendwo herum. Und immer werde ich gefragt, ob ich einen Fußball dabei habe. Seit der erfolgreichen Fußball-WM 2022 ist da der Fußballwahn ausgebrochen. Auch wenn ich keine Zuckerl oder andere Mitbringsel verteile, oft wünsche ich mir, ich hätte einen Fußball dabei. Fußball gespielt wird einfach überall, an die unvorstellbarsten Orte. Die Kinder bauen sich einfach Fußballplätze mit Toren aus ein paar Holzbrügel, zwischen die Steine oder im Flussbett oder zwischen die Palmen. Und sobald irgendwo auch nur die kleinste Siedlung ist, findet man einen Fußballplatz. Die Kinder waren generell sehr lässig. Die sind von den Häusern ausgekupft und von den Bergen runtergerannt, sobald sie irgendwie mein Motorrad gehört haben. Und sie haben aber überhaupt nicht bettelt oder nur sehr wenig bettelt. Eigentlich wollten sie nur abklatschen und ein bisschen plaudern und das Motorrad anschauen. Und das war richtig schön und richtig cool. Schließlich komme ich da auf eine Hochebene und auf einmal bin ich auf Asphalt. Was ist denn jetzt los? Es sollte nur gut 70 Kilometer weit durch ein weiteres Bachbett gehen. Aber eine perfekte ausgebaute Serpentinenstraße ersetzt den alten Weg. Von dem alten Weg ist nichts mehr zum Sehen. Jetzt bin ich tatsächlich enttäuscht. Die Herausforderung ist auf einmal keine Herausforderung mehr. Aber generell ist seit 2020 in Marokko extrem viel asphaltiert worden und die Schotterpisten durch die Berge werden immer weniger. Am späten Nachmittag erreiche ich dann die Ortschaft Tafraout und überlege mir, ob ich vielleicht doch noch neue Reifen kaufen soll. Aber ich habe nicht die richtige Dimension gefunden in dem Geschäft, obwohl er richtig viel Reifen gehabt hat. Oder vielleicht gleich ein Motorradl von der örtlichen Gang. In Tafraout kann man eigentlich wirklich viel machen. Paragleiten, Klettern, Biken, aber es ist halt ziemlich vom Schuss. Ein bisschen Bekanntheit hat Tafraout aber durch die blauen Felsen. Ein Kunstprojekt von irgendeinem Franzosen. Was man davon halten sollte, keine Ahnung. Ich kraxel ein bisschen zwischen die Felsen dumm. Auf einen großen blauen Felsen hat einer aufgeschissen. Ich frage mich, ob das auch Kunst ist. Verlasse aber ohne Antwort auf meine Frage den skurrilen Ort. Ja, das waren meine Geschichten aus dem Anti-Atlas. Eigentlich ist das Offroad-Fahren und das Offroad-Erlebnis jetzt vorbei. Ich muss wieder zurück Richtung Norden, quer da aber nochmal den hohen Atlas und fahre vorbei am Djebel Toubkal, dem höchsten Berg Nordafrikas und Marokkos. In der nächsten Episode werden wir mal schauen, ob ich den auch noch besteigen kann. Am liebsten da ich da mit die Ski rauf und mit die Ski runterfahren. Bis nächstes Mal.